Servus zusammen. Nach dem Freebooters Fate Battle Report letzte Woche wollte ich euch mal ein kleines Update geben, was so am Basteltisch bei mir gerade passiert und so in Arbeit ist. Ich fange mal gleich an, passend zu letzter Woche mit Freebooters Fate. Und zwar, ich habe hier die neue Söldner Starterbox bekommen. Die wollte ich mir zuerst gar nicht holen, weil ich eigentlich auf die Amazonenfigur warten wollte, bis diese dann einzeln erhältlich ist. Inzwischen sind ja die Figuren hier aus der Box ohnehin schon zu bekommen als Einzelblister, aber zu der Zeit damals noch nicht. Es war kurz davor, bevor die Einzelfiguren eben verfügbar waren. Und ich bin glücklicherweise dann in die Situation gekommen, diese Starterbox zu einem doch ganz guten Preis bekommen zu können. Und daher habe ich sie dann ergattert. Und zwar, was habe ich jetzt vor mit der Box? Ich habe die Figuren daraus bereits zusammengebaut und grundiert. Das heißt, da wird in nächster Zeit dann mal die Bemalung anstehen. Und ich kann nur sagen, das sind wieder sehr, sehr schöne Figuren. Man sieht hier auch die Qualität, also mit dem 3D, mit der 3D-Modellierung, wenn wir uns hier die Figuren anschauen, also schon sehr schick. Wie gesagt, was ich hier jetzt vorhabe, ist, dass ich diese Söldnermannschaft jetzt hier aufbaue, in Zukunft als weitere Mannschaft für Battle Reports. Ich habe ja bereits Söldner zu Hause aus früheren Jahren, also insgesamt sicher genug, um hier dann eine ganze Mannschaft stellen zu können. Und wie ich schon vorhin sagte, ich wollte mir die Figuren zuerst nicht holen, diese Box, weil ich sie eigentlich nicht brauche und auch selbst jetzt nicht für mich im privaten Umfeld das Interesse habe, Söldner jetzt auch noch zu spielen, sondern mir ging es eigentlich nur hier um die Amazone für eben die Amazonenmannschaft, die ich auch habe. Das war der ursprüngliche Gedanke, wieso ich mir diese Figur hier eigentlich alleine holen wollte. Und jetzt ist es eben aus dem genannten Grund auch dann die Starterbox geworden. Das gibt mir jetzt aber die Möglichkeit, die Söldner hier aufzubauen als weitere Fraktion für die Battle Reports eben. Und ich habe mir auch gedacht, weil ich ohnehin ein bisschen die Idee hatte, so How to Play Battle Reports zu machen, beziehungsweise Videos, wo man verschiedene Dinge herzeigt. Und da war für mich klar, okay, das möchte ich auf alle Fälle mit den Piraten machen, wenn ich schon Videos zu Freebooters Fate mache. Aber eine zweite Mannschaft hat mir noch gefehlt und da wollte ich jetzt nichts nehmen, das zu speziell ist, so wie Schatten mit den Schattenpunktregeln oder die Amazonen, die doch sehr viel mit Dschungelgelände auch interagieren und da wieder ein eigenes Geländestück aufstellen können. Oder die Bruderschaft mit ihren doch sehr stark nahkampflastigen Figuren. Und da war als erstes natürlich nur der Gedanke, entweder ich nehme den Kult und lasse das ganze Mystik-Thema weg in diesem Zusammenhang, oder ich nehme klassisch die Imperiale Armada, da das aber ohnehin eher zu sehen ist und so der klassische Konflikt, sage ich mal, Piraten, Imperiale Armada, habe ich mir gedacht, okay, muss nicht unbedingt sein. Ich möchte vielleicht was anderes und daher hat das dann am Ende ganz gut gepasst. Hier jetzt mit der Söldner-Starter-Box die Söldner als zweite Fraktion dann aufzubauen für eben diese How-to-Play-Videos und in weiterer Folge natürlich auch zu verwenden für diverse Spielberichte, weil dann haben wir jetzt da zum aktuellen Zeitpunkt schon Piraten, Schatten und hier die Söldner. Und je nachdem, gegen wen ich zu spielen komme, in den Battle Reports wird es dann natürlich auch andere Fraktionen geben, wie Imperiale Armada oder Goblins, aber das werden wir dann sehen, wie sich das mit der Zeit dann entwickeln wird.
Ja, so viel mal Punkt 1 zu Freebooters Fate. Ich werde da dann nochmal ein bisschen drauf zurückkommen in ein paar Momenten, aber ich möchte euch hier noch etwas anderes zeigen, woran ich eben gerade dran bin, und das ist Mortal Gods. Da habe ich euch ja in der Vergangenheit jetzt ein paar Videos präsentiert mit den verschiedenen Unboxings der Core-Box und auch der Sparta-Armee. Und hier habe ich jetzt eben begonnen, die Sparta aufzubauen und die ersten Punkte zu bauen und zu bemalen. Ich bin hier auch mit der Bemalung, wie ihr seht, schon weiter gekommen. Bemalung ist soweit eigentlich abgeschlossen. Das ist einer der Helden und ich habe da auch schon ein bisschen dann weitergemacht, wie man hier seht. Also da bin ich schon dabei. Grundgedanke natürlich Battle Ready, das ist dann recht schnell gegangen. Die werde ich euch dann jetzt auch demnächst mal präsentieren, die Armee, wenn sie dann komplett fertig ist. Denn wie zu sehen, die Figuren sind bemalt, also ich bin da mit den Figuren selbst von der Bemalung schon soweit fertig. Was aber hier schon zu sehen ist, es fehlen eben noch die Base-Gestaltung und das ist eben das, was ich als nächstes noch angehe. Und dann ist diese erste Armee für Sparta auch schon mal fertig. Und dann fehlt noch was Zweites, um euch dann auch Battle Reports liefern zu können. Aber man könnte sagen, 50% bei Mortal Gods sind dann schon abgeschlossen. Und jetzt geht es eben dann nach der Fertigstellung der Bases für Mortal Gods mal darum, hier die Söldner anzufangen zu bemalen. Und ich habe auch noch ein paar Neuigkeiten in Bezug auf die anderen Spielsysteme. Infinity ist soweit schon auf dem Weg zu mir. Ich habe da jetzt eine Spielmatte bestellt, ist aber nicht so einfach dran zu kommen, dass jetzt was wirklich passt für Infinity. Daher wird das wahrscheinlich noch ein wenig dauern, bis ich hier dann diese angedachten 200-Punkte-Spiele machen kann oder eventuell auch die großen 300-Punkte-Spiele auf 48x48 Zoll. Ich habe aber jetzt in der Zwischenzeit gesehen, dass ich auch noch eine andere Möglichkeit hätte und dann werde ich halt vielleicht zu Beginn mal kleinere 150 Punkte Battle Reports anfangen und mich von dort aus dann weiter hocharbeiten. Da bin ich eben auch jetzt am Zusammenstellen von Armeen beziehungsweise am Vorbereiten für die Bemalung, denn ich selbst habe ja die ein oder andere Infinity-Fraktion wie JSA, Yujing, O12 oder auch Shasvasti. Und da ist jetzt mal der Plan in der nächsten Zeit, die ersten 150 Punkte in dem Fall fertig zu machen. Und wenn dann eben die große Spielmatte dann auch endlich ankommt, was wie gesagt noch ein bisschen dauern wird, dann auch mehr zu bemalen und das Ganze zu erweitern, um dann ganz regulär auf Dauer 300-Punkte-Spiele machen zu können. Und dann geben wir hier mal die Figuren kurz beiseite. Dann habe ich hier noch was, das war schon auf dem Kanal zu sehen, aber mal exemplarisch für das Thema Kings of War. Auch hier geht es weiter. Ich habe mich da jetzt ein bisschen dazu entschlossen, das Ganze ein wenig anders aufzuziehen. Und zwar dementsprechend, dass ich hier mal an der Northern Alliance weiterarbeiten werde, die ersten 500 Punkte fertigstelle, was ja nicht so viele Figuren sind, auf 48x48 Zoll anzufangen, die ersten 500 bis 750 Punkte Spiele bieten zu können, Battle Reports zu machen und in Verbindung damit auch die Armeen natürlich zu erweitern. Also ich bin jetzt ein bisschen nach dem Umzug durch meine Sammlung an Figuren durchgegangen und habe eben gesehen, okay, ich habe nicht nur hier die Northern Alliance natürlich, sondern es ist noch der ganze Teil der Nightstalker vorhanden aus der 2-Spieler Starterbox. Das sind ungefähr 400 Punkte, zusammen mit noch ein paar Alternativfiguren, weil ich sonst noch nichts zu den Nightstalkern habe, komme ich dort ebenfalls auf 500 Punkte. Und ich habe auch noch gesehen, ich habe ja Unmengen von Gruftkönigen von Khemri noch und habe auch kürzlich beim Umzug eben die Zwerge gefunden, die ich noch habe, original verpackt von Games Workshop.
Das sind wahrscheinlich 3000 Punkte insgesamt. Und daher ist hier jetzt bei Kings of War der Entschluss gefallen, nicht unbedingt diese Aufbauserie zur Northern Alliance weiterzuführen oder schon weiterzuführen, aber eben in diesem Maße, dass ich hier, sage ich mal, die ersten 500 Punkte Northern Alliance und dann werde ich zusätzlich oder danach eben 500 Punkte für Empire of Dust, Zwerge und Nightstalker aufbauen und somit ist schon das eine oder andere dann vorhanden, um ein bisschen Diversität reinzubekommen, um Battle Reports zu Kings of War dann auch zu machen. Und die werden auch im kleineren Maßstab wahrscheinlich 500 Punkte starten und sich von dort aus dann Schritt für Schritt hocharbeiten, dass die Punkte immer mehr werden und natürlich auch das Spielfeld dementsprechend dann größer, bis wir auch hier auf den vollen Punkten von, ich würde wahrscheinlich dann sagen, 2000 Punkten sind. 2300 Punkte Battle Reports eher nicht, außer ihr wollt das natürlich sehen. Ja, so viel zu Kings of War eben, ist auch was in Vorbereitung, wie ihr seht. Und das bringt mich jetzt hier zu dieser Schachtel. Da habe ich ein paar Dinge bestellt, auch im Zusammenhang mit Battle Reports. Wie ihr hier seht, es ist hier eigentlich alles zum Thema Gelände drinnen. Ich habe mir ein paar Bases bestellt, die man 25 mm, die man vielleicht brauchen kann für Bäume oder auch für Alternativ-Bases, falls man mehr braucht. Dann habe ich das Ganze noch einmal für die eigentlichen Bäume, für die Bases her größere 30 mm, ja genau 30 mm Bases mir besorgt und dann für die Geländebases selbst, also die Waldbases selbst, sind dann noch zwei verschiedene Arten größerer Bases, die ich dann individuell zusammenschneiden werde, also dass da ein bisschen unterschiedliche Formen rauskommen und diese als Grundlage verwende dann für die Waldbases, vorrangig natürlich für Freebooters Fate gedacht, aber auch für alle anderen Spiele, für die sie passen. Und dann habe ich hier eben gleich noch zwei Boxen mit Bäumen diverser Art dazu gekauft, um das Ganze schnellstmöglich mal in Angriff zu nehmen und das Ganze dann hier noch ein bisschen mit Gelände abgeschlossen, damit ich sage, okay, noch ein bisschen so Felsen, die sich auch hier ganz gut machen auf dem Spielfeld. Das ist auch schon fertig, daher vielleicht kommt da schon demnächst der nächste Battle Report zu womöglich Freebooters Fate. Dann habe ich mir hier noch so Fässer gekauft und das ist auch das, was ich im Battle Report letzte Woche gemeint habe. Diese Fässer kommen auf diese 25x25 Eggbases drauf, werden bemalt und können dann als Missionsziele für alles Mögliche verwendet werden. Und das Ganze dann noch für die Base-Gestaltung. Hier habe ich mir das Sandy Desert besorgt, auch für die Sparta-Armee, beziehungsweise generell für die Griechen, für Mortal Gods werde ich das verwenden. Auf das habe ich noch gewartet und mit dem jetzt kann ich eben die Armee für Sparta fertig machen, die Bases, und bin dann soweit durch, weil ich habe ja bereits in der Vergangenheit hier von AK eben das Wet-Ground verwendet, das ja auf meinen Bases für Kings of War Verwendung findet. Und das hat mir so gut gefallen, also diese Möglichkeit, die man mit diesen Basten hat, dass ich dabei jetzt geblieben bin, um auch schnellstmöglich die Sachen fertig zu machen für Mortal Gods. Und natürlich der Grundgedanke war, um auf diese Art und Weise die Bases für Empire of Dust zu gestalten. Und daher sollte ich jetzt mal ganz gut aufgestellt sein, um das Ganze in nächster Zeit in Angriff zu nehmen. Und wie ihr seht im Endeffekt, es ist schon einiges in Vorbereitung für diverse Battle Reports für die verschiedenen Spielsysteme. Somit ein kleiner Überblick über die Sachen, die gerade bei mir so am Basteltisch sind, und wir sehen uns beim nächsten Video.
Bis dahin.